Hallo meine Lieben, bald ist ja schon Valentinstag und ich dachte mir, ich zeige euch mal eine Idee, wie ihr ein Flipbook erstellen könnt und das natürlich unter dem ganzen Motto Valentinstag, von dem her es wird sehr viele Herzen drin haben und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute als Vorbereitung für den Valentinstag machen, zeige ich euch hier das Resultat. Kleine Vorwarnung, es wird sehr viele Herzen haben und es wird doch schon sehr farbig auch. Ich habe hier ein Bellyband gemacht mit Magneten und das ist, auch wenn es nur klein ist, das hält das wirklich zusammen. Das kann man dann wunderbar wegnehmen und wieder dran machen. Dann haben wir hier einen kleinen Teddybären, finde ich super süß. Und dann habt ihr, eigentlich ist es eine Handorgel, aber es lässt sich tatsächlich auch wie ein Buch blättern. Und ihr seht, massenhaft Herzen, aber ist ja Valentinstag, ne? Und dann könnt ihr hinten einfach weiter blättern. Also das funktioniert hier wunderbar, quasi im Dauerloop. Da könnt ihr mal wieder anfangen. Und ihr habt echt viel Platz, um Sachen anzubringen. Ich habe hier mit den Sachen, wie ich es euch dann zeige, von den Materialien her, kriegt ihr hier 40 Seiten hin. Also schon echt viel Platz. Es ist jetzt auch noch gar nicht so dick, weil es noch nicht gefüllt ist. Ich habe nur ein paar Beispiele reingemacht. Das kann dann echt richtig groß werden und deshalb machen wir das Bellyband auch erst am Schluss dann. Jo, und ich würde sagen, wir legen mal los. Also als erstes nehmen wir hier die Pappe, die habe ich geschnitten auf 10 x 10 cm und dann das mit dem wir das Ganze einfassen werden, die habe ich geschnitten auf 12 x 12 und davon habe ich je 2 Stück. Das ist das erste, das wir brauchen. Und die kleben wir jetzt hier je mittig auf die Pappe drauf oder auf die Einfassung drauf. Und da dürft ihr ordentlich ruhig Kleber drauf geben. Wenn ihr lieber mit Doppelklebestreifen arbeitet, wie immer, könnt ihr das auch so machen. Ich arbeite hier gerne mit dem Flüssigkleber. So. Dann kurz den Kleber wieder zudrehen, nicht, dass der austrocknet. Und dann machen wir es so, damit sich das Papier besser biegen lässt, fahren wir jetzt mit dem Falzbein einfach entlang der Pappe mit diesem Falzbein. Und was wir auch gleich noch machen, ist, wir schneiden hier diese Ecken ab. Nicht ganz rangehen, weil sonst verdeckt es euch dann in den Ecken die Pappe nicht. Und jetzt biegen wir hier das Papier hoch und ihr könnt mit dem Falzbein da so ein bisschen nachhelfen, dass sich das Papier wirklich schön an die Pappe ranlegt.
Und dann können wir das hier auch gleich draufkleben. Wenn euch die Ecken so ein bisschen zu spitzig geworden sind, weil ihr ein bisschen zu wenig abgeschnitten habt, könnt ihr da immer noch ein bisschen zurückschneiden. Besser zu viel als zu wenig am Anfang und eben jetzt dann zurückschneiden, als wenn euch dann hier die Ecke von der Pappe rausguckt. So, wunderbar. Das war das erste. Machen wir gleich noch mit dem zweiten. Je nachdem, wie starkes Papier ihr verwendet habt, ne, das ist hier jetzt ein 230er Papier, von dem her braucht das ein bisschen mehr Schmackes, um das wirklich schön satt an der Pappe umzulegen. So, da kommt jetzt logischerweise dann noch eine Abdeckung drauf, aber bevor wir das machen, müssen wir noch was anderes machen. Und zwar einmal von der Abdeckung her. Was ihr braucht, ist 4 Stück an 9,5 cm mal 9,5 cm. 2 davon habe ich so belassen, weil das ist genau das, was hier hinten drauf kommt. Und 2 davon habe ich schon mal geprägt und die Ecken hier mit so einem Eckenabrunder abgerundet. Und das ist das, was dann hinten drauf und also auf den Deckel und unten auf die Abdeckung kommt. Und da werde ich dann so einen Bären drauf machen, einen süßen und noch so einen Spruch. Die Prägung vom Papier habe ich hier mit diesem Prägefolder gemacht, wo so verschiedene größere Herzen sind. Aber eben, bevor wir das draufbringen, müssen wir noch ein paar andere Sachen machen. Und zwar habe ich hier, ich habe 9-mal ein Stück geschnitten von 20 cm mal 9,5 cm. Und ich sage, ich habe geschnitten, weil das bestimmt, oder ihr könnt selber bestimmen, wie viele Seiten ihr haben wollt. So ein Element gibt mir 1, 2, 3, 4 Seiten. Ne? Das heißt, mit diesen 9 Seiten plus hier dann noch das größere, habe ich 10 solche Blätter. Das heißt, ich habe 10 mal 4 Seiten. Das heißt, ich habe insgesamt
40 Seiten, wo ich irgendetwas draufkleben kann. Eine gute Anzahl, ihr könnt auch hoch bis 100 gehen, ich kann auch nur, keine Ahnung, 16 Seiten, wie euch das am liebsten ist, könnt ihr das selber machen. Was ihr einfach beachten müsst, ihr braucht die Anzahl, die ihr haben wollt, hier mit diesen 20 cm x 9,5 und eines, damit wir das an einem Deckel ankleben können, brauchen wir noch eine Klebelasche und deshalb muss das hier 21 cm mal die 9,5 cm sein. Und das Ganze müssen wir jetzt auch falzen, weil die werden ja ineinander geklebt. Nehmen wir hier das Falzbrett. Fangen gleich mit dem großen Teil an, also das ist das, was 9,5 x 21 cm ist. Und dort macht ihr zuerst 1 cm falzen. Dann dreht ihr das um. Meine Seite ist dann 9,5 cm breit. Ich habe hier einen Zentimeter, also muss ich jetzt bei 10,5 falzen. Plus dann nochmal die 9,5 sind wir bei 20, aber wir können es auch einfach machen. Damit ich oben nicht aufklappen muss, machen wir das jetzt so. Ich gehe einfach, das heißt, ich habe hier eine Klebelasche von 1 cm, dann 9,5 cm, 9,5 cm und einen hier wieder rein. Das heißt, wenn ich hier einen Zentimeter reingehe, dann habe ich hier auch die 9,5. So, das war das Spezielle. Und bei den anderen müssen wir einmal bei 1 cm falzen und dann bei 10, nee, umdrehen und dann bei 10,5. Wenn ich richtig gerechnet habe, wenn man das jetzt da jetzt die Falzlinien nachzieht, dann müssten das jetzt hier zweimal 9,5 mal 9,5 sein. Muss ich kurz überlegen, wie ich das machen muss. Die habe ich gleich falsch rumgelegt. Das muss auf die andere Seite. So muss es sein. Das heißt, ihr falzt jetzt alle einmal bei 1 cm, umdrehen bei 10,5 cm, dann einmal in der Mitte falzen und dann wie eine Handorgel hier diese 1 cm in die andere Richtung. Und das eben mit allen Stücken, die ihr jetzt noch habt. Also 1 cm, umdrehen 10,5 cm. Und wenn ihr damit durch seid, dann könnt ihr überall noch diese Klebelaschen anschrägen, leicht. Und das auch wieder auf allen Seiten. Also überall einfach die Klebelasche nur. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, geht's los mit Kleben. Wir nehmen uns diese Mattung und kleben hier, einfach damit ich euch das Prinzip erklären kann. Wir kleben das hier dran, ne? Und das da kommt dann hier drauf geklebt. Dann kommt die nächste. Die kommt dann so dran. Einfach wie eine Handorgel, ne? Immer
Die Lasche geht immer um das, was dann am Schluss noch aufsteht. Und so wird das ineinander geklebt. Das heißt, wir fangen jetzt mal bei der ersten an. Die Mattung. Dann hier in die Lasche rein Kleber geben. Dann die Mattung hier so drauflegen, also respektive langsam das. So. Und dann das hier festdrücken. Dann haben wir schon das erste Element von unserer Handorgel. Und das wird dann am Schluss hier drauf geklebt. Aber zuerst kleben wir jetzt effektiv alle Teile zusammen. So, jetzt hatte ich hier geklebt, das ist die Mattung, dann hier liegt es so vor mir. Das kommt jetzt quasi wieder hier rein und es geht einfacher, wenn das Element, was zu kleben ist, liegt. Und deshalb, das ist die letzte Seite von der bestehenden Orgel, die lege ich da rein. Gucke einfach oben und unten, dass die gerade aufeinander liegen. Und dann klebe ich hier das fest. Wenn euch da ein bisschen Kleber rausquillt, ist nicht so schlimm, weil da kommt ja noch die Mattung dann oben drauf. Weil was wir zusammenkleben sind jetzt nur die blanken Seiten. So. Jetzt ist hier die letzte Seite, das würde jetzt so drauf kommen, damit es besser geht zum Kleben. Drehe ich das kurz so um. Legt euch das einfach so hin, wie es für euch am besten geht zum Kleben. Hauptsache ist, dass ihr das Prinzip der Handorgel, dass ihr einfach dann schlussendlich eine Handorgel vor euch liegen habt. Und was ich jetzt merke, da wir immer noch diese Biegung dazu geben und immer auf derselben Seite, hat das Ding jetzt eine Tendenz, dass ich hier Überstände habe und hier weniger. Das heißt, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Um dem entgegenzuwirken, werde ich hier jeweils 1 mm abschneiden. Damit das jetzt nicht noch weiter reingeht. So, die nächste würde jetzt so drauf kommen. Und man merkt es auch sofort, die neuen Seiten liegen jetzt wirklich schön aufeinander. Von dem her, kleiner Fehlüberlegung bei mir beim Planen von dieser ganzen Sache. Aber naja,
beim nächsten Mal machen wir es besser. So, und wenn ihr dann damit durch seid, dann kommt noch diese doppellaschige, weil wir müssen ja die zweite Mattung auch noch irgendwie reinkleben können. So. Lasst euch nicht irritieren, wenn ich hier drehe und wende. Ich bin irgendwie nur fähig, in eine Richtung zu kleben und deshalb drehe ich das immer wieder um. Aber dann, wie gesagt, es ist einfach Prinzip Handorgel und wenn ihr, und da seht ihr selber am besten, wie ihr das zusammenkleben müsst. So, jetzt haben wir hier, ist diese einzelne Mattung schon drauf. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auf der Seite auch noch die Mattung. Da schneide ich auch kurz einen Millimeter weg, damit es dann auch besser passt. So. Das jetzt so hier rein. So, ihr seht jetzt, ab hier haben wir angefangen, 1 Millimeter wegzuschneiden. Und da passt es eigentlich wunderbar. Und die sind dann halt einfach so ein kleines bisschen verschoben. Aber ist okay. Ist völlig okay. Was wir jetzt machen, ist, mal gucken. Grundsätzlich kommt das hier drauf. Und dann fangen wir hier an zu matten. Ich habe so das Gefühl, nee, passt. Wir machen genau das. Das heißt, ich klebe jetzt das hier drauf. Jetzt geht es darum, ihr versuchen, die so mittig wie möglich auf den Deckel drauf zu kriegen. Dass da hinten auch so ein bisschen durchgucken. So, das ist eine Seite und auf oben drauf kommt, oder unten, je nachdem, was man dann, also oben und unten nimmt, passiert dasselbe.
das ist der Grundriss. Jetzt denkt ihr, na, jetzt können wir eigentlich schon anfangen, hier Deckel und Boden zu verzieren. Das würde ich aber noch nicht machen, weil die ganze Manschette, die drumherum kommt, werde ich aufgrund der Höhe bestimmen, was das ganze Teil dann hat, wenn alles drin ist. Und deshalb lassen wir das Außenrum jetzt zuerst noch sein. Und machen uns zuerst an die Mattung der ganzen Seiten. Und zwar, weil ich habe gesagt, wir gehen hier volle Pulle Valentinstag, ne, Herzen. Ich habe auf www.freepix.com, ich werde euch den Link unten reinschreiben, das ist eine absolut geniale Sache, weil ihr könnt dort Design-Patterns runterladen, teilweise eben auch gratis. Das hier, dieses Herzmuster, ist genau so eins, da waren 9 verschiedene Muster mit dabei und ich habe dann einfach, weil für diejenigen, die Adobe Illustrator verwenden, ihr kriegt hier effektiv die Ebenen mitgeliefert. Ihr könnt das im Adobe Illustrator dann einfach die einzelnen Elemente noch ändern. Ich zeige euch vielleicht hier nur ein Beispiel. Hier zum Beispiel, ne? Das ist das Original und ich dachte mir, ich will eins haben noch in Grau und deshalb habe ich hier einfach den Hintergrund grau gemacht und einer dieser Punkte dunkelgrau. Das heißt, ich habe hier versucht, eine gute Mischung hinzukriegen mit Rot und Grau, damit sich das dann in diesem ganzen Buch widerspiegelt. Und dann habe ich das Ganze ausgedruckt auf ein Papier, was ich immer zum Basteln verwende, ne, dieses 200 Gramm weiße Papier. Und die Mattung habe ich geschnitten auf 9 mal 9, würde ich behaupten. Das habe ich richtig behauptet. 9 cm mal 9 cm. Und von denen baut ihr natürlich so viele, wie ihr Seiten habt. Ne? Was ich nicht machen werde, ist effektiv die Mattung. Also die hier werde ich nicht nochmal matten. Das ist für mich schon eine Mattung von einem Dunkelgrau. Ich fange erst hier an und dasselbe auf der anderen Seite. Das wird die letzte Seite dann sein, wo ich eine Mattung drauf bringe. Das heißt, jetzt geht's rund mit Kleben. Das heißt, ihr nehmt euch, ihr macht eine gute Mischung einfach, damit nicht zu viele von denselben Pattern immer wieder oder zu viele von denselben Mustern nebeneinander liegen. Und dann macht ihr hier einen Kleber drauf und klebt das hier möglichst mittig auf diese Seite drauf. Ist ein bisschen tricky, weil, naja, weil wir schon zusammengeklebt haben, aber man kriegt es hin. Gerade so diese erste Seite ist ein bisschen doof, aber danach könnt ihr das wunderbar flach hinlegen und eine Seite nach der anderen hier draufkleben. So, ihr seht jetzt auch, warum ich gesagt habe, wir machen die Manschette erst ganz am Schluss drauf. Weil jetzt ist nur zusätzlich die Mattung drin und das hat schon mal ziemlich an Höhe gewonnen. Das Lustige, wenn man denkt, das ist jetzt hier die Vorderseite, man kann das wirklich so, ne, die erste Seite ist leer, da könnt ihr eine Widmung oder was reinmachen und dann könnt ihr es eigentlich angucken wie ein Buch. Und dann geht es hinten quasi wie ein Loop weiter. Und dann habe ich hier noch eine leere Seite. Das heißt, ich habe am Anfang gesagt, dass ich diese beiden Innenseiten nicht beklebe, aber aufgrund dessen, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, weil das hier soll es indizieren, dass es eigentlich weitergeht, ist da doch was drauf und dafür habe ich hier diese Seite nicht beklebt. So, und
das ist jetzt mal das leere Album und da gehe ich jetzt hin und klebe ein paar Sachen rein, damit ihr ein paar Ideen kriegt, was man dann alles machen kann. Per se, wenn ihr das jetzt einfach mit Fotos und Sprüchen bekleben wollt, dann könnt ihr das so machen, einfach ein Foto reinkleben und irgendeinen Spruch oder irgendein Eintrittsticket von einem Kinobesuch, wo ihr zusammen wart oder was auch immer, könnt ihr das so gestalten. Ich mache jetzt mal ein paar Sachen und bin dann gleich wieder zurück und zeige euch mal, was ich da für Ideen von habe. So, ich habe ein bisschen gebastelt, um euch ein paar Ideen zu geben, was ihr machen könntet, um das mit den Fotos zu kombinieren. Hier zum Beispiel, ne, I love you more than chocolate and I really love chocolate. Oder hier so einen Briefumschlag, wo ihr eine Nachricht reinstecken könnt. Das ist eine Möglichkeit. Oder hier so, wo man das Label aufreißen kann und dann drunter eine Nachricht packen kann. Oder hier so der Mond und dann I love you to the moon and back. Oder hier so ein aufgesprungenes Herz. Ne? Gerade so bei solchen, die sich schon aus der Schulzeit kennen, finde ich das ganz süß. Oder hier so ein Herz mit den Schmetterlingen. Oder hier ein Hexagon, wo man zum Beispiel dann ein Foto dahinter packen könnte. Kann man das alles aufklappen? Na. Vorführeffekt. So, das könnte man alles aufklappen und dann könnte man hier so ein Foto dahinter machen. Was ist eine Möglichkeit? Oder ihr könnt auch ein ganz normales Herz-Die-Cut nehmen und das aber nur ein Partial Die-Cutting machen. Das heißt, ihr geht hier mit dem Teil, also ihr legt quasi das Herz, Moment. Es geht einfacher, wenn ich die Platten nehme. Das Herz legt ihr hier, dass es einfach hier rausguckt und dann schneidet es hier auch nicht, wenn ihr das durch die Big Shot kurbelt und dann habt ihr hier quasi das nicht durchgeschnitten und könnt hier was dahinter backen. Oder hier, ne, jeder hat seine eigene Definition von Glück. Du bist meine, finde ich auch ganz süß. Oder hier, your smile lights up my world. Ganz cooler Love-Schriftzug. So ein Labyrinth von wegen, na, manchmal hat man so das Gefühl, man ist zuerst im Labyrinth herumgeirrt, bevor man den einen Menschen gefunden hat. Das finde ich auch so eine schöne Darstellung. Oder hier, ne? A friendship is like a flower, ours is a beautiful bouquet. Einen kleinen Bären mit einem Bouquet. Ja, das war das, was ich mal so ein bisschen in meiner Kiste gefunden habe. Und ihr seht, das Ding hat jetzt schon so ein bisschen Dimension, aber ne, ihr macht einfach das alles rein, was ihr da reinpacken wollt. Und dann können wir an das Rumherum gehen. Wie gesagt, ich habe hier 2 Elemente ausgeschnitten und dann geprägt mit dem Folder. Die Maße habe ich euch am Anfang angegeben und das könnt ihr effektiv hier jetzt einfach draufkleben. Ich wollte eigentlich etwas machen mit einer Manschette, die unten drunter geht, aber habe dann gemerkt, mit diesem Blättereffekt, den wir am Schluss haben, macht es eigentlich mehr Sinn, wenn ich eine Manschette habe, die ich komplett wegnehmen kann, sobald ich das Buch öffne. Und deshalb können wir das Ganze hier jetzt eigentlich auch schon festkleben. Dasselbe auch auf der anderen Seite. Ich finde es halt einfach schön, wenn ringsherum das eher so dezenten Grau gehalten ist, weil es innen drin ja schon sehr bunt ist, ne? Mit diesen ganzen Herzen. Und das hier ist vorne.
Das heißt, hier kommt noch die Verzierung drauf. Ich habe hier 2 Kreise gemacht, weil ich das ein bisschen erhöht haben möchte. Und der Stempel ist effektiv so wie ein kleiner Bär, den ich mit einem Copics koloriert habe. Ich mache euch dann die Copics, die ich verwendet habe, mache ich euch oben ins Bild rein. Ist ja auch ein bisschen stärker, als wenn das nur ein Papier gewesen wäre. Und den kleben wir direkt jetzt auf oben drauf. Ich gebe hier extra ein bisschen mehr Flüssigkleber, weil diese Oberfläche natürlich jetzt nicht gerade ist. So, und für die Manschette habe ich mir jetzt überlegt, wirklich was ganz Schlichtes zu machen. Ich habe hier einen Streifen, der ist, Moment, ja, der ist effektiv nur 1 Zentimeter breit, weil ich will von diesem kleinen Bären nicht allzu viel verdecken. Jetzt klebe ich mal das eine Ende klebe ich hier fest. Kurz gucken, wie viel Kleber wir hier brauchen. So, und dann können wir hier, ich will denn hier haben, oder? Ja, so. Und jetzt gehe ich einfach ums Buch herum, ich drücke das zusammen und dann knicke ich einfach immer hier die Manschette an diesem Rand entlang, halte den vorne immer noch. Kommt dann so wieder rum. Dann weiß ich auch, wie lang der Streifen sein muss. Jetzt habe ich hier 2 kleine Magnete. Die haben hier so eine Klebefolie drauf. Die löse ich beim einen und klebe den hier hinten auf die Manschette drauf. Drücke den fest, damit der hier wirklich fest sitzt. Dann nehme ich den zweiten, mache den hier dran und löse die Folie. Jetzt gehe ich nochmal hin und lege das Band schön drumherum. Und dann drücke ich hier fest, dort wo die Magnete sind. Und das hält jetzt effektiv auch. Das geht hier nicht auf. Und trotzdem verdeckt er mir nicht zu viel von meinem Stempel. Und funktioniert. Und wenn man dann das Buch öffnen will, kann man effektiv hier einfach das Band wegnehmen. Und dann funktioniert auch dieser Blättermechanismus wunderbar wieder, von wegen, ich kann hinten dann einfach auf die andere Seite weitermachen. Und das Band lässt sich dann einfach wieder dran machen und gut ist. So, das war's. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Und sorry für die kleinen Fehler, die mir da passiert sind. Naja, ist halt einfach so, wenn man zum ersten Mal so eine Idee umsetzt, kann passieren. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!